Tag 15 in Pamir. Bald haben wir ihn ganz durch, wenn wir in Osch sind. Der Tag hat wunderschön mit ganz toller Sonne und wunderschönem Blick auf die Berge angefangen. Und dann kam jemand mit einem Pferd vorbei und ich durfte mich draufsetzen. Ich war so im Himmel. Das Pferd steht da drüben und grast. So ein schönes Pferd. So ein liebes Pferd. Ja, und jetzt fahren wir weiter Richtung Osch. Mal gucken, ob wir heute ankommen. Ja. Ach ja. Und wir sind aber auch ein bisschen traurig. Da hinten kommen Motorradfahrer. Weil heute werden wir uns von Hanna und Malte und Steffi und den Kiddies trennen. Ja, das ist vielleicht auch ein trauriger Anlass. Nicht nur vielleicht, das ist auf jeden Fall ein trauriger Anlass. Der Abschied ist gekommen. Der Abschied ist schon vorbei. Wir haben uns verabschiedet. Da ist Dino noch. Gleich ist er nicht mehr da. Jetzt fahren sie in ein schönes Nebental vom Pamir und wir fahren raus aus dem Pamir. Nach Osch. Genau. Wir haben zu wenig Zeit in Kirgisistan. Sie haben mehr Zeit und sie haben kein so großes Problem mit schlechten Straßen. Wir wollen da jetzt endlich weg. Ja. So viel im Au, ist das schön. Ja. Hallo und Salam Alaikum aus dem wunderschönen Kirgisistan. Überall fließt so ein kleiner Bach. Wäsche wird überall gemacht. Eben wurde einem Pferd die Hufe gemacht. Oh. Heute ist unser letzter Tag des Pamirs. Ja, wir verlieren jede 5 Minuten 100 Höhenmeter so ungefähr. Das ist wirklich krass. Wir machen heute minus 2500 Höhenmeter. Wir haben den Felsen von König der Löwen gefunden. Auf dem Weg nach Osch hatten wir ganz viel Zeit, diese wunderschöne Natur zu bestaunen, die im Gegenzug zum Pamir wieder saftig grün war. Wir sind an roten Bergen vorbeigefahren und mir haben am besten die Nomadenzelte und die vielen Pferde gefallen. Okay. Wie Wow. ist denn der da durch? Ein Renault-Truck! Hello Renault! Chinesisches Kennzeichen. Ja, chinesisches Kennzeichen, aber Renault-Truck. Das ist eine Schräglage, die wird dir nicht gefallen. Nee. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen austricksen. Wenn wir da runterrutschen. Wir werden da jetzt reinrutschen müssen. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay, das ist vielleicht eine der schrägsten Schräglagen, die wir bisher hatten. Und das mal bei so einer random Baustelle. So, Vanetti haben wir schon mal gefunden. Wir wissen auch, wo wir unseren Diesel herkriegen. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach einer SIM-Karte. Und sind jetzt bei diesem kleinen Ort hier irgendwo vor Osch beim Bazar gelandet. Und was wollen wir haben, Andi? Megacom oder Beeline und jeden Fall unbegrenzt. Für ganz wenige Euro gibt es das Angebot. Hallo, kleines Kälbchen. Du bist ja süß. Steht hier einfach auf dem Markt ein Kälbchen. Ja, wir haben unsere Einkäufe jetzt gemacht und jetzt fahren wir zum Tanken und dann ab nach Osch. Seid ihr schöne Tiere. Lyri ist im Himmel. Sie liebt's. Weder Steigbügel noch irgendwas. Ja. Ich würde sagen, ja, komm rein.
Hier sieht man einen der Gründe, warum besonders Kirgisistan bei mir persönlich hoch im Kurs steht. Man sieht einfach immer und überall Pferde, die wild durch die Gegend laufen. Wir fahren nach Osch rein und es ist echt apokalyptisch. Hier windet es und stürmt es und blitzt und donnert es. Aber wir werden in einer Viertelstunde hoffentlich auf einem Parkplatz ankommen, auf dem wir die Nacht verbringen werden. Unser erster Tag in Osch, was ist alles passiert? Wir haben 3 verschiedene Internets gekauft. Es ist einfach super. Oh, ach mal. super, super günstig hier für unsere Verhältnisse. Genau, wir haben Ken bei der Insurance Company getroffen, also die Autoversicherung gekauft haben. Ein typisches Beispiel, wie das im Overlanding funktioniert. Man trifft jemanden zufällig irgendwo, den man kennt, den man schon getroffen hat. Dann quatscht man mit ihm, dann geht man dahin, wo er übernachtet, dann findet man den Platz schön. Und dann fährt man da heute Abend wahrscheinlich hin und dann ändert man seine Reise komplett, weil man dann eine neue Route erfährt, die viel besser ist. Aber wir kriegen da auch ein super günstiges, sehr leckeres, gutes Frühstück und wir können unsere Wäsche sehr günstig machen. Und duschen. Ja, das finden wir einen fairen Deal und das ist auch wirklich super schön. Ja. Und jetzt besorgen wir noch Sachen, die wir nur in der Stadt kriegen, wie zum Beispiel Küchenpapier oder gutes Klopapier. Ja. Und essen wir. Hier. Und zwar bei Pizza. Ja, hier essen wir. Erster Gang, wirklich gute Pommes mit Knoblauchdip, richtig lecker. Zweiter Gang, Salami-Pizza. Ganz klassisch kirgisisch. Bei American Pizza. Dritter Gang, Sushi. Richtig fancy Sushi. Mhm. Das schaut komisch aus. Probier mal. Ja, tu ich. Und für dich fehlt noch ein Lavash, ne? Ja. Nach was schmeckt's denn? Das ist irgendwie warm. Irgendwie ist das so ein Krabbenschaum. I love Kirgisistan. Ich bin so begeistert. Das traditionelle Essen ist so gut. Letzter Gang. Shawarma. So, für 12,80 € umgerechnet, also 1200 Som ungefähr, haben wir jetzt bekommen eine Pommes, eine Pizza, einen riesengroßen Lavash, das Sushi, eine Flasche Wasser und eine Flasche Cola. Ja. Ja. Ich glaube, das ist okay. Wir platzen aus allen Nähten. Wir können nichts mehr essen heute. Ja. Relativ eng der Stadtverkehr in Osch. So cool, was es hier für Gewürze gibt. Wirklich einfach im Supermarkt, im riesigen Globus-Supermarkt. Und auch kleiner verpackt. Stimmt, jetzt hier neues Müsli. Und da hinten gibt es auch ganz andere leckere Sachen. Die liebe ich ja. Schoko, Keks, Marshmallow, Keks, Schoko. Geht nichts Besseres. Wir haben hier eine ganz kleine Probierportion von der vergorenen Milch, die hier so als Snacks gegessen werden. Dachten wir, probieren wir mal. Tasten uns langsam ran. Kostet 51 Somoni. Das sind so umgerechnet so 60 Cent. Und wie ist das Einkaufen generell hier so nach unserem ersten Großeinkauf? Unser Einkaufswagen ist voll. Man kriegt alles. Wie teuer sind die Preise? Da wir hier in einem Shop sind, der eher so ein bisschen europäisch ausgerichtet ist, würde ich sagen etwas teurer. Aber ansonsten ist das Einkaufen hier auch eher so 1/3 bis zur Hälfte der europäischen Preise. Sogar 1 Liter Rum gibt es hier für 16 €. Was meiner Meinung nach zu teuer ist. Ja, aber immerhin. Und da hinten gibt es aber ein Stück Schweizer Käse für 10 € und das ist ein ganz kleines Stück. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Einkaufswagen schon die Hälfte eines Durchschnittslohns haben. Das ist ein bisschen peinlich. Also von diesem Land. Okay, ab zur Kasse. Ja. Auch das ist Osch. Mitten in Osch. Dieser abenteuerliche Weg, den wir gerade gefahren sind, war wieder eine Empfehlung von Google Maps, quer durch die allerschlimmsten Straßen der Stadt.
Wir waren auf der Suche nach jemandem, der unsere Radaufhängung wieder festschweißen kann. In Tadschikistan ist die ja bereits abgebrochen und ich hatte sie lange Zeit sehr gut mit Gaffertape befestigt, aber es sollte endlich mal richtig repariert werden. Und dann an der zweiten Adresse konnte man uns helfen und das wurde dann für irgendwie 5 Euro, glaube ich, erledigt. Nach meiner fachmännischen Überprüfung kann ich auch sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Es scheint auch zu halten, zumindest bis jetzt, also ein paar Monate später. Das hier ist das Tez Hotel. Das ist wirklich ein total cooler Ort. Und hier waren wir jetzt fast 2 Tage. Sehr schön. Wir hatten hier auch einen wirklich coolen Abend zusammen mit Charlotte und Ken und noch Motorradfahrern, die ebenfalls aus Belgien waren. Welche Richtung? Wir fahren Richtung Bischkek. And do you want to be on the video too? Ja. Hallo, ich heiße Emil, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Dänemark. Ich liebe Deutschland und hier ist eine Grenze mit sehr gefährlichem Picktrot, which is like barbed wire in Danish. Ja. Stacheldrahtzaun. Stacheldrahtzaun. Yeah, we have long German words. Ah, ja. Sehr gut. Alles gut. Awesome. Im Tess Hotel in Osch haben wir ebenfalls Emil kennengelernt, der mit seinem Rucksack durch die Welt reist. Er ist aus Dänemark und wir haben uns so gut verstanden, dass wir beschlossen haben, ihn noch ein paar Tage mitzunehmen bis nach Bischkek. Yeah, they are very proud about it. Yeah, they're very proud And of do you it. see Oh, yes. that? Mhm. Nach einer Abenteuerfahrt haben wir jetzt einen neuen Übernachtungsplatz gefunden. Zeig mal kurz die Seite. Ist eigentlich ganz schön. Nicht direkt am Wasser, aber leider ist genau hier diese Stromleitung der Showstopper ganz am Ende. Das geht gerade über unsere Köpfe drüber. Direkt vor dem Tok-Tok-Pool wollte uns Emil noch zum Essen einladen und hat was bei Google rausgesucht. Wir sind dann mitten durch die Pampa gefahren, irgendwo hin. Und das, was Emil rausgesucht hatte, war tippitoppi. So ein halb verlassener Ort, aber ich meine, hier waren sehr viele Hotels und sehr viele große Unterkünfte und jetzt ist hier nur noch der kleine Ortskern. Aber es ist sehr nett. Und da hinten werden Sachen zum Schwimmen verkauft. Überall. Get a soft ice afterwards. Oh yes, I saw that. Oh, look really beautiful here. That's a good sign. I mean, the locals must be here because this is not a touristic place. She's coming with the menu too. Oh, very good. Get your translator ready. Happy wife, happy life. Und warum? Ja, weil. Dieser Lackmann sieht wirklich hervorragend aus. Mit ganz viel Gemüse. So, hier haben wir die Samsas, frisch aus dem Ofen, so hot. ganz heiß. Heiß. Man kann es nicht mal anfassen. Ja. Shitty quality and you get like really expensive in Bishkek. Ich hab Besuch. You can go in a steakhouse probably. Juhu. Or we found it also. Alle waren glücklich.
dank dem guten Lackmann, der Katze, dem Softeis und vor allem der echt coolen Location. Wir saßen da wunderschön im Schatten und direkt neben uns ging auch so ein Wassersprüher immer wieder mal an, der für Kühle und Erfrischung gesorgt hat. Und dann sind wir eben ganz entspannt weitergefahren Richtung Toktukul-See, den die Einheimischen auch scheinbar mittlerweile TikTok-Tukul nennen, weil dort sehr, sehr viele TikTok-Videos gedreht werden, direkt vor dem See, wo Leute tanzen oder sonstigen sehr, sehr kulturell wichtigen Content machen. Ja, Hello. Hello. Assalamu alaikum. Yeah, I think we need to go. And the dogs. Hello. Hello dogs. Wir hatten dann die glorreiche Idee, auf die andere Seite des Sees zu fahren, um dort am Strand zu übernachten. Ja, Idee an sich ganz gut. Als wir dort ankamen, standen da auch Massen an Autos, unter anderem auch Autos in unserer Größe, so mitten auf dem Strand. Und ich sag noch so zum Andi, pass auf, da ist Sand, wir fahren uns gleich fest. Und der Andi so, nee, da stehen so viele Autos, das passiert nicht. Wir fahren 3 Meter und was passiert? Jetzt sind wir über den ganzen Pamir Highway gefahren, um uns einmal festzufahren. Und dann fahren wir zu einem super schönen See hier und fahren uns fest. Ja. Yep, stopp! Okay. Ja, jetzt bist du kannst es weiter versuchen, aber ich glaube, wir müssen einmal kurz die Sandbleche entfernen. Kannst du das da schon rausholen? Weil das andere kann ich nicht rausholen, du stehst noch ein bisschen drauf. And we are from Germany, and we take him a part of our journey with us. But He's from Dania. Denmark. Denmark. Mm. You're good. You're Yep. good. You're good. Yeah. Yep. Just a little more. Oh, Yeah. Wait. So, Yeah. Just Mit- a little more. Little more. oh, stopp! Jetzt bist du genau drauf. Aber du ziehst die halt durch, ne? Du ziehst die durch. They don't give traction because they are slipping on their own. Ja. Aha. No, du bist durch, du bist nicht mehr drauf. Ja, siehst du das? Another round of shoveling. Bye bye. Bye. Have a nice day. Thank you. Thank you. Ahmad. Ja, er ist auch stecken geblieben. Der nächste, der steckt. Das Ergebnis nach einer halben Stunde und es wird immer dunkler. Und unsere Kollegen da hinten haben sich komplett festgefahren, die armen Mäuse. Da gehen wir gleich mal gucken. Yeah. And when they are, I can turn around. Okay. Leg op met het andere hand. Go on. And
Yeah, we are over the hole. Over the hole? Yep, with the front tires. Oh! Okay, good. We're good. Now we can make a Schwierig turn. war es nämlich, denn hier ist so ein riesengroßes, sehr, sehr tiefes Loch. Okay, stopp, stopp. Okay, doch nicht stopp. Thank you very much for your help. Hey, that's part of the adventure. Okay, let's. So, das ist auch Vanlife. Muss man dazu sagen, abends fliegen hier, wenn wir Licht an haben, manchmal richtig viele Käfer rein. Sieht man das? Ich glaube schon. Also, hier oben hängen überall fette Käfer. Und wir haben echt Schiss, dass die irgendwie mal durchkommen. Diese kleinen Viecher, die man jetzt sicher auch sieht, die kommen auf jeden Fall durch. Und ja, wir haben hier diese Lampe mit diesem Licht und da fliegen sie rein und macht das klack, klack. Mal gucken, ob wir jetzt auf Kamera bekommen, wenn es einmal klack macht. Da hat es wieder einen erwischt. Oh, das waren einige. Huiuiui. Der Vario mit Heckantrieb, der hinter uns stand, der sich auch festgefahren hat und der mir Sicherheit gegeben hatte, dass wir da auf jeden Fall hinfahren können. Naja, dem wollten wir noch helfen und dann kam er mit den Schaufeln an und wir haben gesehen, oh, die Kardanwelle liegt am Boden. Also der hat zu viel Gas gegeben, dann ist das Ding abgebrochen und der kam dann in der späten Nacht, wurde der mit dem Traktor nochmal rausgezogen. Wir haben uns in eine Position gebracht, von der aus wir dann sozusagen vorwärts am nächsten Morgen, also jetzt, wo man den Tag schon sieht, dann hoffentlich mit Vollgas und viel Geschwindigkeit durch mitteltiefen Sand wieder rausfahren wollten. Und bevor wir das gemacht haben, sind Emil und ich nochmal in den See gesprungen und haben gebadet, denn es war wirklich wunderschön, wie man sehen kann. So, kommen wir jetzt nun zu dem Grund, warum wir uns gestern ein paar Mal festgefahren haben. Zeige ich gleich. Da ist einmal grün auf der Linse. Ja, aber ja, wir kamen hierher, wir haben uns drücken lassen, wir haben uns im Sand festgefahren, aber wir hatten super liebe Hilfe von Emil, den Hitchhiker, den wir gerade dabei haben, aus Dänemark, und alle Locals waren so sweet, kamen, haben gefragt, ob sie helfen sollen, weil hier war echt viel los, haben uns einen Kirschsaft vorbeigebracht, die Kinder waren alle mega happy, dass sie Englisch sprechen können, waren total süß, haben nach unserem Namen gefragt, haben gefragt, wo wir herkommen. Ja, und jetzt hier das das Ergebnis, das Resultat, warum wir uns festgefahren haben. Yeah, okay, so welcome to Cooking with Emil. Today we're cooking oats with a view. So first you need to turn on the fire. And so you use this clicker thing, it's super easy. Except it doesn't work for shit, so that's super annoying. So we're just gonna use these super shitty 10 sticks, but they're also not working for shit, so this is like they break apart. And so finally you start screaming, and you just use this one here, and that's much better. And here's a little hat. And trash, important, don't trash the world. If you're a trashy person, but you're not, okay? Yep. And so finally here we have this like little kit. Here's a washing for when it's dirty. Okay. But I usually just spit in it and rub it with gravel, because to save that. And here's cinnamon, and here's some sugar, baby. And so if I'm ever attacked by a bear, this is my anti-bear attack. And you can also like claw with just open for cans also. Mm-hmm. Yeah. So now welcome to Prison Food in the Wild. Today we're eating porridge, and you didn't see it off on camera, but you can see here. I put some sugar on it and some cinnamon on it, and That is the result. and now we're gonna eat it. Taste Wow. test. Taste. It's hot. Snacks good.
Nicht so weit nach hinten, da ist doch das Loch. Alter. Mehr Glück als Verstand. That was easy. Ja. Das war ganz schön crazy. Wir sind hier richtig geheizt. Es hat auch ganz schön was rumgeschakert. Da müssen wir gleich ins Auto gucken. Aber, das wird ja ein Spaß. aber es war super. Wir sind hier nicht stecken geblieben. Wirklich, wir haben das geschafft. Ja, Jenny sah aus, als würde sie überall drüber hüpfen. Die ist auch gehüpft. Oh. Also richtig gehüpft. So, do you want to say something? I think we did good. Boom, boom. Speed is key. Nim, 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 nim. Yeah. Oh, it's nice not having to dig out the car. Very good. Yep. And it's more scenic when there is only us around. So that's good. And the plastic trash. Yeah. And the dust in the lungs. So maybe they will have a solution in the future for the plastic trash. Hopefully. Hopefully. I believe it. Das war's erstmal an der Stelle. Wir sagen ciao, tschüss und beim nächsten Mal geht's nach Bischkek und an den Isykullsee.